Warmer Röhrenklang. Ja, heute geht es um warmen Röhrenklang. Ist es ein Mythos oder ist es ein Fakt? Und wir möchten das so untersuchen, dass man auch tatsächlich den Unterschied zwischen Röhre und Halbleiter isoliert betrachten kann. Aber dazu erst einmal ein paar Fakten unseres Aufbaus. Ja, genau. Ja, unser heutiger Podcast befasst sich mit dem warmen Röhrenklang. Ist es nun ein Mythos oder Fakt? Vielleicht die beiden Positionen mal gegenübergestellt, was man so im Internet bezüglich dieser beiden Ansichten lesen kann. Da ist zum Beispiel zu lesen, die eine Position: harmonische Verzerrungen im Gegensatz zu Transistorverstärkern, die das Signal oft hart beschneiden, erzeugen Röhren eine harmonische Verzerrung, die als angenehm und musikalisch empfunden wird. Erzeugung von Obertönen. Die Funktionsweise der Röhren verstärkt bestimmte Obertöne des Audiosignals auf eine Weise, die für das menschliche Ohr angenehm ist. Der analoge Aufbau. Durch den analogen Aufbau können Röhren den Klang auf natürliche Weise formen und ihm eine Fülle und Tiefe verleihen, die oft als warm beschrieben wird. Und der vollere Klang. Die Zugabe dieser Obertöne führt zu einem volleren, reichhaltigeren und angenehmeren Klangprofil, das die Nuancen der Musik besser hörbar macht. Und die Gegenposition, da nehmen wir jetzt die Firma Teufel, die Lautsprecherboxen entwickelt und baut und auch sich mit Verstärkertechnik befasst. Und die haben auf ihrer Webseite Folgendes in ihrem Blog vermerkt: Prinzip und Merkmale von Röhrenverstärkern. Aus rein technischer Sicht ist ein solcher Verstärker also nicht mehr zeitgemäß. Deshalb ist es auch verständlich, dass vor allem technisch versierte HiFi-Fans nicht besonders viel vom Trend zur Vintage-Röhre halten. Und das, obwohl sie unter Liebhabern da jetzt horrende Preise erzielen, vornehmlich bei Online-Auktionen. Natürlich ist die Wahrnehmung des Klanges einer HiFi-Anlage äußerst subjektiv, doch zumindest auf dem Datenblatt gibt es keine Gründe, die für einen HiFi-Röhrenverstärker sprechen. Am besten überzeugst du dich vor dem Kauf selbst. Unser Tipp: Einem Einsteiger sind solche Verstärker aufgrund der hier beschriebenen Aspekte eher weniger zu empfehlen, einem versierten HiFi-Fan mit Bastelambitionen und dem nötigen Kleingeld dagegen durchaus schon. Also soweit die beiden Positionen, wie man sie auch im Internet finden kann. Wir wollten nun einen objektiven Vergleich Röhre gegen Halbleiter machen und wir haben uns dazu den Little Dot MK3 ausgesucht und den Sennheiser HDV 820. Aber zunächst mal eine kleine Erklärung, warum man denn eigentlich einen Kopfhörerverstärker braucht. Kopfhörerausgänge an Leistungsverstärkern haben meistens nur Widerstände zur Leistungsbegrenzung an der Endstufe. Integrierte Lösungen in CD-Playern, Smartphones oder Computern weisen meistens einen zu hohen Ausgangswiderstand auf, um den Kopfhörer ausreichend zu bedämpfen. Die Kopfhörer-Eigenresonanzen werden dann dadurch nicht unterdrückt, also nicht bedämpft. Meistens können diese einfachen integrierten Verstärkerausgänge High-End-Kopfhörer mit Impedanzen von 300 oder 600 Ohm nicht ausreichend ansteuern. Und wichtig für uns war jetzt, wir wollten auch eine Kette für eine möglichst naturgetreue Wiedergabe bestehend aus CD-Player, Kopfhörerverstärker
und High-End-Kopfhörer aufbauen. Das ist das Beste, was man im Heimbereich für eine optimale, naturgetreue Wiedergabe zurzeit machen kann. Wichtig jetzt bei dem Kopfhörerverstärker, er sollte nach dem ODL-Prinzip arbeiten. ODL steht für Output Transformer-less, also ohne Ausgangsübertrager, deswegen als eisenlos bezeichnet. Warum? Der Ausgangsübertrager ist ja eine Induktivität und hat dann Eisen- und Kupferverluste und die Induktivität führt dazu, dass wir einen Frequenzgangbeeinflussung haben und auch bezüglich der Eigenschaften dieses Übertragers auch Oberwellen erzeugt werden können, also Klirrfaktor dann auftreten kann. Wie schaut unsere Kette aus? Wir haben also einen Sony CDB X202S genommen. Der hat laut CD-Standard einen Frequenzgang von 2 Hertz bis 20 Kilohertz bei plus minus 0,5 dB und ein Klirrfaktor kleiner 0,05%. Die Leistungsangabe ist nicht relevant, da geht es nur um die Ausgangsspannung. Der Little Dot MK3 hat 12 Hertz bis 100 Kilohertz bei minus 1 dB und den Kopfhörer, den wir dazu verwenden, hat 10 Hertz bis 44,1 Kilohertz bei minus 3 dB. Der Klirrfaktor des Little Dots ist 0,15% bei 80 Milliwatt an 300 Ohm. Das ist nicht mal 300 die Vollaussteuerung, die maximale Ausgangsleistung bei 350 Milliwatt. Das ist auch der große Schwachpunkt beim Little Dot MK3. Der Kopfhörer hat Klirrfaktor kleiner gleich 0,02%. Seine maximale Ausgangsleistung oder Dauereingangsleistung müsste man sagen, ist 500 Milliwatt. Und jetzt die Kette mit dem HDV 820, der hat auch 10 Hertz, der hat kleiner 10 Hertz bis 100 Kilohertz Frequenzgang, aber der Klirrfaktor kleiner 0,001% und die maximale Ausgangsleistung ist 480 Milliwatt. Wenn wir uns das beides jetzt im Vergleich anschauen, dann sehen wir Frequenzgang 12 Hertz bis 100 Kilohertz, 10 Hertz bis 100 Kilohertz. Ich habe beide nachgemessen. Der Little Dot nützt die minus 1 dB gar nicht aus, also die Abweichung ist ein Viertel dB. Und das heißt, frequenzgangsmäßig sind beide vollkommen vergleichbar. Beim Klirrfaktor schaut es allerdings so aus, der hat 0,15, 0,15%. Der Sennheiser, wie schon erwähnt, 0,001%. Das heißt also, der ist um Faktor 150 höher. Aber man muss dazu sagen, für den Hörvergleich, Klirrfaktoren unter 0,5% sind kaum hörbar und sind auch nur dann hörbar, wenn man jetzt mit möglichst reinen Sinustönen, zum Beispiel wie es eine Flöte und ein Flötenkonzert auftritt, dann kann man das eventuell hören. Beim Schlagzeug sind Klirrfaktoren in dieser Größenordnung überhaupt nicht hörbar und 0,15% ist von 0,5% weg. Wir haben jedenfalls hier auch beim Hörtest keinen Klirrfaktor hören können. Maximale Ausgangsleistung ist etwas geringer. Das ist aber nicht relevant für den High-End-Kopfhörer mit 300 Ohm. Ist es mehr als ausreichend, was er bietet. Leistungsaufnahme 30 Watt. Da schlägt natürlich die Röhrenheizung zu.
gegen die 12 Watt des Sennheiser Halbleiter-Kopfhörerverstärkers. Wobei man sagen muss, da sind ja sehr viele Funktionen drin, die er hier nicht hat. Auf die möchte ich hier jetzt nicht eingehen und die sind jetzt auch für unseren Vergleich nicht wichtig. Der Preisunterschied natürlich gewaltig, ist natürlich auch darauf zurückzuführen, was alles an Zusatzfunktionen in diesen HTV 820 eingebaut ist. Aber wir wollen darauf ja raus, kann man zwischen Halbleitern und Röhren jetzt einen typischen Röhrenklang ausmachen. Hier der Frequenzgang deutet nicht darauf hin. Ja, es gibt inzwischen Nachfolger. Dieser Little Dot MK4 ist fast baugleich bis auf die Röhrenbestückung mit dem hier. Wir haben da in unserem Podcast für den Little Dot MK3 auch das ausführlicher besprochen. Aber nun zum eigentlichen Hörvergleich. Kopfhörerverstärker, Röhren gegen Halbleiter. Ja, du hast ja jetzt eine Menge erzählt über unseren Aufbau, wie Genau, das ausgeschaut hat. Und die beiden Kopfhörerverstärker Stehen ja hier in auch voller Größe und Schönheit. und unser Referenzkopfhörer, der Genau. für den Vergleich gedient hat. Der Sennheiser HD 800S. Genau. Ja, und der Hörvergleich, der war sehr interessant. Ja, der war sehr interessant. Ja, also ich habe ja erstmal verdeckt, also für mich eingemacht. Ja. Und dann haben wir einen Vergleich gemacht, einen richtig gehenden AB-Vergleich, wo du nicht wusstest, Richtig. welcher Kopfhörerverstärker dran ist. Ja. Und nur dann kann man ja Unterschiede feststellen. Richtig. Also ich saß mit dem Rücken zu der Anlage und hatte nur mein Protokoll vor mir zum Ankreuzen, Genau. welcher Verstärker denn jetzt gerade in Betrieb war. Und wir haben uns für den Hörtest wieder verschiedene Stücke ausgesucht, vor allen Dingen nach den Kriterien Klirrfaktor beurteilen, Frequenzgang. Frequenzgang beurteilen Und natürlich bei Bässen das Einschwingverhalten, also sprich, Ja. wie gut wird der Kopfhörer die Schwingspule bedämpft. Genau. Und angefangen haben wir mit, also das muss man auch sagen, wir haben es vom CD-Player Ja, ausgemacht. das hatte ich ja vorhin erklärt. Genau. Das ist ja, wir haben eine Kette, die jetzt im Heimbereich das Beste ist, was man machen kann. CD und ein Referenzkopfhörer. Und dazu braucht man natürlich dann einen guten Kopfhörerverstärker. Und dann ist die Frage, Genau. wo der warme Röhrenklang bleibt. Oder Genau. ob er da ist. Ne? Ja. Ja, und wir haben begonnen mit einem Stück von Lully, einem Marsch. Und der ist sehr akzentuiert. Ja. Und auch sehr viele tiefe Paukenschläge drin, ja, wo man ja, auch dann genau. das Ansprechen Ja. beurteilen kann. Ja, ja, und ich Und lag, für den Klirrfaktor haben wir damals auch noch ein Flöten-Solo. ja, das kommt dann als Aber zweite, das kommt dann das nochmal. kommt Ne? dann noch einmal. Ne? Ja. Ja, und bei dem Lully, also ich meine, der Anfang ist natürlich sehr schwer, wenn man den ersten Eindruck hört, dann weiß man ja noch nicht, welcher dieser beiden Verstärker jetzt in Betrieb ist. Also man muss dann erst noch einmal den zweiten Durchgang hören, dass man überhaupt einen Vergleich hat. Und da muss man jetzt natürlich ganz klar sagen, wenn man zwei so Stücke dann nacheinander hört, ist es halt leider so, dass der Höreindruck nicht mehr ganz so präsent ist. Also der Vergleich ist schwer. Man kann nicht, besser wäre natürlich einfach umschalten zu können während des Stücks, aber das war in unserem Aufbau halt nicht möglich. Nein, weil man eben dann die Eingänge und Ausgänge
schaltbar machen muss und das wäre ziemlicher Aufwand gewesen. Aber und das macht ihr sicherlich auch nicht, wenn ihr zu Hause einen Hörvergleich macht. Aber eins sollte man noch dazu sagen, beim Vergleich, wir haben, man sagt ja AB-Vergleich, wir haben AB und einen zweiten Durchgang zu jedem Stück wieder AB. Genau. Und der Proband wusste nicht, also du in dem Fall, welche Reihenfolge jetzt kommt. Genau. Und ich habe dann natürlich auch gemeine Sachen gemacht. Ich habe beim zweiten Durchgang zweimal denselben Verstärker eingesteckt. Ja, ne? Genau. Also beim ersten Durchgang A mit dem Lilly, glaube ich, lag ich ja sogar richtig. Da habe ich den Little Dot und den Sennheiser identifiziert und habe mich schon gefreut. Dachte, ich habe wirklich, also man hört einfach den Unterschied dieser beiden Kopfhörerverstärker. Bei B bin ich dann total gescheitert. Genau, weil ich gemein war. Genau. Ich habe zweimal den Sennheiser hintereinander gespielt. Genau. Nun kann man natürlich sagen, dass der erste Treffer unter A kann Zufall sein. Ne? Also das ist nicht verifizierbar. Nee. Und im zweiten Durchgang im Klirrfaktor gab es auch keinen signifikanten Unterschied. Ne? Also bei dem, für den Klirrfaktor muss man jetzt sagen, ja, da haben wir ein Bach-Stück gewählt, und zwar die Sonate C-Dur mit Flöte Solo, weil Flöte einfach das beste Instrument ja, wie schon ist, erwähnt, Sinustöne, ja, nicht rein, aber ziemlich rein. Ne? Gute, wo man den Oberwellen gut hören kann. Ne? Richtig. Und die ja nicht da sein sollen. Ne? Richtig, genau. Und da war mein Ergebnis auch ziemlich ernüchternd. Ich glaube, da hatte ich aus 4 Treffern einen Treffer aus 4. Ja. Also auch reiner Zufall. Reiner Zufall, ja. Und das hat mich aber nicht ruhen lassen. Nein, du warst eigentlich hartnäckig. Wollten wir nach dem ersten Hörtest aufhören, aber ich habe mir dann gedacht, nein, das gibt es eigentlich nicht. Ich muss da nochmal ran. Und dann haben wir nochmal 3 Stücke ausgesucht. Das eine ist wieder ein Flötenstück für den Klirrfaktor, aber dieses Mal ein japanisches Flötenstück, Yamamoto Koshi, wo wirklich Flöte Solo durch die ganzen Höhenlagen durchgeht. Ja, und da war mein Ergebnis auch wieder unterirdisch. Also ich habe beim Röhrenverstärker, was ja immer gesagt wird, da schlägt der Klirrfaktor dann zu, habe ich keinen Klirrfaktor gehört, und ich habe beim Sennheiser, also beim Halbleiter, auch keinen Klirrfaktor gehört. Gut, ich wusste zwar, was ich gerade spiele, aber ich habe mich als Techniker natürlich bemüht, das zu hören. Ich habe auch keinen Unterschied gehört. Ne? Ja, also muss man sagen, beide eigentlich sehr gut in dem Hörbereich, ne, den wir haben. Und dann, nachdem ich ja auch Klavier spiele, habe ich mir natürlich als zweites Stück den Igor Levit ausgesucht mit einem Bach-Stück auf dem Flügel. Ja, und da war ich der Meinung, also beim ersten Durchgang, das zweite Exempel, die Höhen waren besser, es war ein klarer Klang. Also ich war todsicher, Halbleiter, Kopfhörer, Verstärker, Sennheiser, nein. Es war die Röhre. Es war die Röhre. Also man kann sagen, wenn man jetzt die Durchgänge nimmt in der Summe, auch beim Flügel war es so, es war der Zufall. Ja. Also man kann nicht sagen, das war wirklich, und wir haben uns auch, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, vorher wirklich bemüht, gleiche Einstellung in der Lautstärke, gleiche Einstellung, weil sonst kann man es ja identifizieren an der Lautstärke oder hat einen anderen Höreindruck auch. Und auch das Klicken der Stecker war verhindert, dass du hörst, was ich jetzt anstecke. Ja, und dann habe ich mir gedacht, also wenn es die Instrumente nicht machen und die Orchester nicht machen, dann macht es die Stimme. Und habe mir ausgesucht vom Jochen Kowalski, das ist ein sehr bekannter Countertenor, den kennt ihr vielleicht, ein Stück aus der H-Moll-Messe von Bach,
wo er auch sehr weit von den Tiefen zu den Höhen geht. Und also da war er mir todsicher. Ich habe den Sennheiser erkannt an den Höhen, an den klaren ja, Eindruck, den ich hatte. Ne? Es war komplett falsch. Die Röhre war das, was ich als besser bewertet habe. Tja. Und bezüglich der ganz starken Bässe haben wir ja vorher schon mal gemacht, genau. mit Rammstein, Shame on Us. Aber da ist wirklich ein toller Bass zu hören und da haben wir auch verglichen und da haben wir bezüglich der der Bedämpfung also auch keinen Unterschied gehört. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, jetzt könnt ihr fragen, hier steht ein Kopfhörerverstärker, Vorverstärker für 2.500 Euro. Ja. Da steht einer für knapp 300. Ja. Warum kaufe ich mir so ein teures Gerät? Und da muss man natürlich sagen, und da haben wir ja einen Podcast dazu gemacht, wo du das erläutert hast, welche Zusatzfunktionalitäten dieser Verstärker hat. Naja, und dass er sein Geld wert ist. Ganz kurz, zum Beispiel die Geschichte, wenn ich jetzt was streamen will vom Notebook, dann kann ich hier über USB in den Sennheiser Kopfhörerverstärker reingehen. Und er hat einen eigenen DA-Wandler, der entsprechend hohes Oversampling hat. Also es ist extrem gut, dann, was ich bezüglich auch der DA-Wandlung habe. Dann hat er natürlich Eingänge für Canon-Stecker, also er hat einen optischen Eingang, also er hat, man kann von der Funktionalität das nicht vergleichen. Er hat nur ein 6,3 mm Klinkenbuchse und hinten Cinch und das war's. Also die Funktionalität ist natürlich schon erheblich größer hier. Dazu kommt auch noch, dass hier die tolle Quellenumschaltung und man kann auch mehrere Kopfhörer parallel betreiben. Also wenn wir beide hören wollen, können wir das mit dem Sennheiser machen. Das kann man hier mit dem natürlich nicht machen. Und wir haben aber jetzt auch bewusst bei dem Hörtest uns wirklich beschränkt auf die Funktionalität vom Middle Dot, weil sonst ist es ja unfair. Ja, auf den reinen Kopfhörer. Verstärker über vom CD-Spieler halt über Cinch angeschlossen. Und das entsprechend dann die Kette aufgebaut. So, was ist dein... Ach so, das Resümee müssen wir dann natürlich noch. Ne? Richtig, genau. Tja, das Resümee ist 300 Euro. Eigentlich eine sehr gute Wahl, wenn man die reine Kopfhörer... Hörfunktion möchte und keine zusätzlichen Funktionalitäten braucht. Genau. Und was ich schon erläutert habe, die schlechteren Werte um Faktor 150 bei Klirrfaktor liegt für den normalen Menschen unter der Hörschwelle. Also beim besten Willen war da nichts zu hören. Und das ist halt so, dass man natürlich Datenblattwerte miteinander vergleichen kann, aber letzten Endes ist das, was wir mit Ohr und Gehirn draus machen. Aber eins kann man sagen, einen warmen Klang. Das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Dieser warme Klang, da ist jetzt wieder die philosophische Frage, was ist warmer Klang? Also ich lese jetzt mal vor, was ich übersetzt habe aus der Bedienungsanleitung vom Little Dot MK3. Der flüssige, warme Mittenbereich, den Röhrenliebhaber erwarten, ist im höchsten Maße vorhanden, richtig abgestimmt mit dem dynamischen Tiefenbereich und einem charmanten, luftigen Höhenbereich. Also das ist eine Beschreibung von was, also wir haben ja, wie schon erwähnt, den Frequenzgang durchgemessen, der ist wunderschön eben. Also das ist alles
ja, Geschwurbel. Ne? Naja, ich sag's mal so, das ist technische Daten und Sachverhalte in Prosa ausdrücken ist immer schwierig. Ja, Und es kommt natürlich dazu bei den Röhrenliebhabern, wenn dann auch noch die Röhren so schön glühen, dass das eine bestimmte Atmosphäre erzeugt, die an warmes Licht und warme Kamin, Lagerfeuer aber das erinnert. Interessante ist, dass Und- ja im Messprotokoll der Mittenbereich absolut gleich ist. Ne? Ja, ja. Und ich finde es gut. Ne? Ja, Wir wollen ja, für ja, eine unbedingt. Wiedergabe das so, Unbedingt. wie der Toningenieur das abgemischt hat, so wollen wir das auch richtig. wieder hören. Also wir wollen jetzt ja nicht, dass unser Kopfhörerverstärker die Bässe anhebt, die gar nicht da sind und so. Wir wollen ja genau das hören, was Genau. auf der CD ist. Ja, und wenn ich das Und will, wenn ich sage, ich Da möchte sind halt, beide. dann kann ich ja einen Equalizer benutzen. Richtig. Aber das soll nicht Richtig. der normale, die Genau. normale Einstellung Genau. sein. Dass das jetzt nicht so rauskommt, dass wir jetzt was gegen Röhrenverstärker haben. Also Nee. aus der Erinnerung, du weißt ja, ich habe als Rundfunk- und Fernsehmechaniker bei Grundig eine Lehrzeit gemacht. Das war 1963, 64, da gab es noch viel Röhrentechnik und den ersten Röhrenverstärker, den wir dort in der Lehrwerkstatt aufgebaut haben, hat jeder so einen Verstärker aufgebaut. Da war ich mächtig stolz und es hat mich gefreut, wenn da aus dem Lautsprecher der warme Klang. Also es macht natürlich auch irgendwie Spaß, mit so einem Ding zu arbeiten, aber man sollte sich halt davor hüten und zu sagen, der ist jetzt besser, weil er Obertöne erzeugt. Also ein Verstärker, der Obertöne macht, der ist gibt eigentlich halt nicht mehr das wieder, was eigentlich also die Quelle ist. beide sind weit davon entfernt, dass sie Oberwellen erzeugen, die man hört. Und so zu argumentieren, dass das verträglich ist, ist ein Verstärker, der dann übersteuert ist. Also so soll es nicht sein. Was mich gewundert hat, das ist, wie man mit so wenig Röhrenfunktionen einen so linearen Frequenzgang hinkriegt. Gut, der Klirrfaktor ist unter der Hörschwelle. Jetzt wird für die Freaks, die sagen, nee, mit 0,15%, ist natürlich so, dass der jetzt gemessen ist bei 80 Milliwatt. Wenn ich in die Gegend der Maximalausgangsleistung, dann wird er noch, es gibt Kollegen, die im Internet schreiben, er ist katastrophal, aber so hört niemand. Ne? Also wir haben es fair gemacht mit dem Besten, was man an Kopfhörern hat, und dann muss man sagen, er schlägt sich wacker. Ja, unbedingt. Aber den Mythos kann man sagen, es gibt keinen warmen Röhrenklang, und wenn ich jetzt mit irgendwas anheben will, dann mache ich das mit einem Equalizer. Aber dann weiß ich auch, dass ich von der Quelle mich entferne. Genau, ne? also vom Ursprung, wie die Aufnahme war. Dieser Mythos Röhrenklang kann man vielleicht so umdefinieren, dass der Mythos ist, dass dieser Röhrenkopfhörerverstärker eigentlich genauso gut wie der ist im normalen Hörverhalten mit einem exzellenten Kopfhörer. Richtig. Und das ist irgendwie auch ein Mythos. Richtig, ja. So, in dem Sinne. Wir sind zufrieden, du hörst ja auch immer mit dem Little Dot am PC. Ne? Nicht immer, aber immer öfter. Ja, das war unser Hörvergleich zu den beiden. Wir hoffen, euch hat es gefallen und die Ergebnisse bringen euch auch vielleicht weiter, wenn ihr euch für einen Kopfhörerverstärker interessiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, und ein Abo würde uns natürlich auch sehr freuen. Ja. Und wenn er Kopfhörerverstärker ist, muss natürlich nicht der Sennheiser für 2699 sein. Genau. Den haben wir uns besorgt, weil wir wirklich die absolute Referenz wollten.
Auch für die Sennheiser Kopfhörer. Für die Sennheiser, für die er weil ja man eines designt vielleicht ist, noch ne? sagen muss, er hat auch die Möglichkeit, symmetrisch zu fahren. Ja, Ne? Das kann genau. er natürlich nicht, Ja. das ist immer unsymmetrisch und da gibt es ja auch die Geschichte bezüglich Störabständen und Aussteuerbereich, weil ja dann beim Balancebetrieb 2 Verstärker auch pro Kanal arbeiten, dass das natürlich nochmal besser wird. Aber ehrlich gesagt, ich habe nichts gehört, was ich also. Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Ja, Aber was ich nutze, was toll ist, ist natürlich, wenn was Ja. gestreamt wird vom Notebook, dass ich hier Richtig. über USB digital Richtig, reingehen kann. richtig. Also keine DA-Wandlung hier passiert Ja. erstmal. Ja. Okay, gut, in diesem Sinne, tschüss! Tschüss.